Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Wir haben hier einen BMW 5er 530 Diesel aus 2013 und wir werden euch in diesem Video zeigen, was ein Fahrzeug, was jetzt 9 Jahre alt ist, mit 180.000 Kilometern, für Probleme haben kann. Der Kunde hat das Fahrzeug jetzt gekauft und möchte das Auto länger fahren. Er ging davon aus, dass bei einem Fahrzeug mit einer relativ kleinen Laufleistung, was auch nicht so alt ist, dass es bei dem Fahrzeug keine Probleme gibt und er das Auto lange fahren kann, weil er hatte das Vorgängermodell gehabt und das Auto ist er sehr lange gefahren. Leider hat sich das etwas anders herausgestellt und was hier genau das Problem ist und wie man das lösen kann, werden wir in dem Video behandeln. Für diejenigen, die so einen Fall nicht wollen, dass sowas eintritt, dass sie ein Fahrzeug kaufen, wo man jetzt noch sehr viel investieren muss, kann man aus der Ferne oder natürlich auch hier vor Ort das Fahrzeug prüfen. Das heißt, wir schicken euch so ein Kabel zu, ihr braucht einen Laptop mit Internet und Windows und wir können das, was wir jetzt gemeinsam prüfen, auch aus der Ferne prüfen. Wir prüfen jede Komponente des Motors, Komponenten des Getriebes und dann wisst ihr ganz genau, was ihr kauft und wie viel ihr investieren müsst ungefähr, dass das Auto lange lebt. Das hätte sich der Kunde natürlich auch gewünscht, aber er hat leider zu spät erfahren, dass diese Möglichkeit existiert. Ihr braucht nur einen Laptop mit Internet und Windows und dann können wir alles prüfen. Von jeder Prüfung bekommt ihr ein Bild mit einer Sprachnachricht, was das genau bedeutet und wie man das halt deuten kann. Wir fangen bei dem Fahrzeug einmal an. Man sieht, das Auto ist gebaut 2013, 3. Monat. Und man sieht, das Auto hat leider immer noch die allererste Software und das erleben wir sehr häufig. Ich kann es einmal kurz zeigen. Das heißt, der Softwarestand ist immer der gleiche wie bei Auslieferung 2013. Warum ist das problematisch? Weil die Fahrzeughersteller, die produzieren die Updates, weil sie die Fehler erkennen oder Prozesse wie Regeneration des Partikelfilters zum Beispiel optimieren. Aber wenn das Auto dieses Update nicht bekommt, dann bringt uns diese ganze Entwicklung von den Herstellern relativ wenig. Warum ist so ein Fahrzeug, obwohl es ein Leasingrückläufer ist, hat es kein Update bekommen? Weil zum Beispiel die BMW-Niederlassung oder Vertragspartner haben kein großes Interesse, Updates zu machen. Wenn das Auto noch auf Garantie ist und die machen ein Update und bei dem Update haben wir in so einem Fahrzeug 30 Steuergitter, vielleicht gehen 2 kaputt, dann müssen sie diese Kosten übernehmen. Ist das Fahrzeug zum Beispiel nicht mehr auf Garantie und die machen ein Update, die müssen das gesamte Auto updaten, dann müssen sie den Kunden verklickern, hör mal zu, wir haben jetzt ein Update gemacht, weil wir was Gutes tun wollten, dabei ist ein Navi kaputt gegangen, kostet 3.000 €. Kauf bitte das Ding selber, weil BMW nimmt nicht die Haftung bei einem Update für die einzelnen Steuergeräte. Wir können zum Beispiel aus der Ferne ebenfalls ein Update machen, wir würden dann aber nur ein einziges Steuergerät updaten, wie zum Beispiel das Motorsteuergerät. Das ist auch da, wo man den einzigen Mehrwert eines Updates halt hat. Interessant ist natürlich, dass auch für diejenigen, die ein Fahrzeug zum Beispiel haben und denken, soll ich das Auto noch behalten oder soll ich das Fahrzeug lieber bald verkaufen, bevor mir das um die Ohren fliegt. Das kann man natürlich auch alles aus der Ferne prüfen. In dem Fall, wenn man das Fahrzeug zum Beispiel ausliest, der Kunde hat das Auto auslesen lassen, das Auto hat keine Fehler gehabt. Wenn das Fahrzeug keine Fehler hat, heißt das nicht, dass es im vernünftigen Zustand ist, weil man kann die einzelnen Komponenten prüfen und sehen, wie ist der Zustand und gibt es irgendwo Handlungsbedarf oder halt nicht. Wir fangen erstmal einmal an, die einzelnen Komponenten zu prüfen. Wir fangen als erstes mit den Injektoren an und schauen, in welchem Zustand sind zum Beispiel die Injektoren. Weil man darf nicht vergessen, jeder Injektor kostet um die 500 €. Wir haben hier 6 Stück davon. Natürlich kann man Injektoren überholen oder reparieren lassen. Man darf aber auch, wenn man ehrlich ist, nicht vergessen, ein überholter oder reparierter Injektor ist niemals so gut wie ein Injektor, der ab Werk verbaut war. Und wenn die Werte der Injektoren noch nicht richtig schlimm sind, dann kann man immer noch sehr viel machen, um die halt am Leben zu erhalten. Hier sieht man die Werte der Injektoren. Ein neuer Injektor hat einen Wert von 0. Das heißt, wir sehen, der schlimmste Wert ist hier 0,9. Man muss immer gucken, wie der Zustand an sich ist. Man kann, bevor man einen Injektor repariert oder bevor er kaputt ist, kann man sehr viel machen, damit das halt nicht passiert. In dem Fall sind die Injektoren nicht das Problem des Fahrzeugs. Für diese Laufleistung sind die wirklich noch in Ordnung. Wir fangen jetzt an, weiter zu prüfen. Als nächstes prüfen wir die 3 Klappen in der Ansaugbrücke. Wir haben eine Ansaugbrücke und dort haben wir 3 Klappen. Und man kann zum Beispiel sehen,
wie ist der Zustand anhand einer Ansteuerung. Das heißt, die rote Kurve ist die Sollkurve, die blaue Kurve ist die Ist-Kurve. Und man sieht, dass die Dreiklappen bereits anfangen zu klemmen. Warum ist das für uns wichtig? Weil sozusagen eine funktionierende Dreiklappe ist wichtig dafür, dass die Regeneration des Partikelfilters vernünftig funktioniert. Ich starte schon mal die nächste Prüfung und erzähle euch einmal gleich was zu den Dreiklappen. So. Kommen wir einmal kurz mit. Und zwar, hier sieht man die Dreiklappen. So sehen die halt aus in der Ansaugbrücke und die bewegen sich permanent. Und man sieht, die Dinger sind auch schon verrußt. Verrußt sind die durch die Abgase. Wir warten kurz einmal ab. Genau, verrußt sind die Dreiklappen durch sozusagen die Abgase und entsprechend die Abgase, die dem Motor permanent zugeführt werden. Die verrußen die Dreiklappen und irgendwann klemmen die, wie in dem Fall. Als nächstes zum Beispiel hier haben wir geprüft die Versottung der Ansaugkanäle. Hier sieht man zum Beispiel, weil wir wollen wissen, wie viel Volumen ist im Fahrzeug noch übrig, das heißt in dem Motorblock. Das heißt, der Ruß durch die AGR, durch die Abgasrückführung, der die Dreiklappen versottert natürlich auch den Rest des Motors. Und das können wir hier prüfen bei verschiedenen Drehzahlen. Das heißt, diese Prüfung mit einer Erhöhung der Drehzahl wird bei euch auch zu Hause funktionieren, wenn wir das aus der Ferne machen. Das heißt, die Drehzahlen werden abgefahren und ihr bekommt dieses Bild, dass man sieht, halt was Sache ist. Was auch interessant ist, ist das hier. Wir wollen sehen, inwieweit sich die gemessene und berechnete Luftmasse voneinander unterscheiden. Wie schlimm ist das Ganze? Unterscheiden tun die sich deswegen, weil natürlich das Volumen, wo die Luft reingeht, einfach weniger wird. Weniger wird es deswegen, weil wir bei dem Fahrzeug einfach natürlich das Volumen, was normalerweise für Luft vorgesehen ist, dieses Volumen wird halt von Dreck, von Abgasen belegt. Das heißt Abgasen, Versottung, wie wir zum Beispiel bei den Dreiklappen gesehen haben. Und wir müssen halt sehen, was ist da genau los? Wie viel Luftvolumen haben wir noch übrig bei dem Fahrzeug und ob das Auto zu fett läuft oder nicht. Wenn das zu fett läuft, ist das natürlich problematisch, weil dann haben wir das Problem, dass wir bei dem... Gehen wir mal zur Seite. Wenn das Fahrzeug zu fett läuft, haben wir das Problem, dass er einfach... Wir warten einmal kurz ab. So, wir haben jetzt AGR Bypass geprüft, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Also, was wir halt bei dem Fahrzeug geschaut haben, ist, wie das aussieht mit dem Thema Versottung. Wir wollen, dass das Fahrzeug nicht zu fett läuft, weil wenn es zu fett läuft, dann setzt sich der Partikelfilter zu. Und das wollen wir natürlich vermeiden. In dem Fall haben wir jetzt den AGR Bypass geprüft oder AGR Bypass Ventil. Wir haben bestimmte Werte, die wir erreichen sollen, eine bestimmte Differenz, und das ist wichtig, dass wir die auch erreichen, weil das Problem ist, das AGR Bypass Ventil, das kann man hier vor Ort sehen. Wir haben hier so eins sogar liegen. Das ist dieses Teil hier, das wird halt aktiviert und deaktiviert, damit der Motor relativ schnell warm wird. Nur wenn dieses Ventil halt an der falschen Position klemmt, dann haben wir dort ein großes Problem, was uns auch falsche Ladedrücke anzeigt und wir dann halt auch nicht wirklich wissen oder das Fahrzeug auch nicht, wie voll ist der Partikelfilter. Als nächstes gucken wir uns einmal die Adaptionswerte von dem Automatikgetriebe an. Und hier haben wir ein großes Problem. Das heißt, dass bei dem Fahrzeug haben wir einen riesen Druckverlust im Automatikgetriebe. Das hätte man gerne vorher gewusst, bevor man so ein Fahrzeug halt kauft.
Hier sieht man zum Beispiel die Adaptionswerte vom Automatikgetriebe. Anhand dieser Werte kann man sehen, in welchem Zustand ist so ein Getriebe und was ist die richtige Maßnahme dafür, damit es lange lebt. Um herauszufinden, in welchem Zustand, in welchem Gesundheitszustand befindet sich mein Getriebe, das kann man rechtzeitig erkennen. Dafür gibt es Adaptionswerte von BMW, also von dem Getriebehersteller ZF, und anhand dieser Werte kann ich sehen, wie gesund ist mein Getriebe und was ist die richtige Maßnahme, die ich treffen sollte, um das Getriebe möglichst lange zu fahren und ohne irgendwelche Schaltprobleme vor allem zu fahren. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, zu uns zu kommen wie der Kunde, dann bieten wir auch die Möglichkeit, die Adaptionswerte und sehr, sehr viele andere Sachen auch aus der Ferne zu prüfen. Dabei schicken wir euch so ein Kabel. Ihr braucht einfach einen Laptop mit Internet und Windows und dann können wir von hier aus auf das Fahrzeug zugreifen und das Fahrzeug komplett prüfen, Adaptionswerte vom Getriebe prüfen und euch die richtige Maßnahme empfehlen, damit ihr jemanden in der Nähe findet, der das für euch halt zum Beispiel durchführen kann, um das Getriebe halt zu retten. Wenn ihr zum Beispiel ein Fahrzeug kauft, prüfen wir auch bei der Diagnose zum Beispiel Komponenten des Motors, dass ihr wisst, was ihr kauft. Ihr bekommt von jeder Prüfung immer ein Bild und eine Sprachnachricht, was das bedeutet. Wenn ihr ein Fahrzeug habt und das länger behalten möchtet, kann man das Fahrzeug prüfen präventiv, dass man weiß, aha, da kündigt sich langsam was an und dann mache ich lieber ein, zwei Sachen und dann kann ich das Auto die nächsten 5, 6 Jahre fahren. Oder wir können natürlich auch über dieses Kabel Updates durchführen fürs Motorsteuergerät, für andere Steuergeräte, gebrauchte Steuer dekodieren, alles Mögliche. In dem Fall haben wir hier, wie gesagt, 2013er Fahrzeug mit 180.000 Kilometern. Und wir sehen hier die Adaptionswerte. Wir haben hier einmal die Kupplungsfülldrücke und wir haben einmal die Schnellfüllzeiten. Kannst du einmal ganz kurz zeigen. Und man sieht zum Beispiel bei den Kupplungsfülldrücken, das sind Werte, die sagen uns, wie viel mehr Druck muss ein Getriebe ausüben, um den Gang zu schalten. Und die Schnellfüllzeiten sagen uns, wie lange braucht das Ganze. Und man sieht hier zum Beispiel, dass die Kupplungsfülldrücke unterschiedlich sind, sehr weit unterschiedlich. Was bedeutet das? Der Getriebehersteller hat Adaptionswerte entwickelt, hat jeder Getriebehersteller. Die Adaptionswerte funktionieren so. Wenn das Getriebe zum Beispiel irgendwo einen Druckverlust hat oder Probleme hat, zum Beispiel den Gang einzulegen, dann erhöht das Getriebe den Druck, damit das irgendwann möglich ist. Und deswegen, auch wenn ihr ein Fahrzeug habt mit 80, 90, 100.000 Kilometern zum Beispiel und das Getriebe schaltet perfekt, heißt das nicht, dass das Getriebe im guten Zustand ist. Es kann sein, dass das Getriebe, obwohl es normal schaltet, permanent mehr Verschleiß, als es verschleißen sollte. Und das möchten wir nicht. Wir wollen einen unnötigen Verschleiß vermeiden, weil unnötiger Verschleiß führt zum Getriebeschaden. Getriebeschaden kostet erstens viel Geld, um das instand zu setzen. Wenn man das vernünftig machen will, liegt man preislich um die 5.000 bis 6.000 Euro. Und wenn man das sogar instand gesetzt hat, ist ein instand gesetztes Getriebe niemals so gut wie ein Getriebe, was man sozusagen im guten Zustand behalten hat. Wir setzen die Getriebe instand und man muss einfach verstehen, ein guter Vergleich ist ein richtiger Zahn und eine Krone. Eine Krone ist immer schlechter. Deswegen genauso auch ein repariertes Getriebe ist immer schlechter, weil es wird nicht jedes kleine Bauteil getauscht, sondern nur das, was kaputt ist. Die anderen Teile haben trotzdem Verschleiß. Deswegen ist unser Ziel, euch zu sensibilisieren, damit ihr euer Getriebe möglichst lange fahrt. Die Schnellfüllzeiten sagen uns, wie lange braucht das Getriebe, um den notwendigen Druck aufzubauen. Also logisch, je näher die Werte, die Kupplungsfülldrücke oder die Schnellfüllzeiten bei 0 sind, desto besser ist das, desto besser ist der Zustand vom Getriebe. So, was Prinzip vom Getriebe erzähle ich ganz kurz, um euch da nicht irgendwie zu viel in die Theorie reinzubringen. Wir haben hier das Getriebe selber, das ist das Getriebegehäuse. Im Getriebegehäuse haben wir die Mechatronik, die ist hier zerlegt, auf die gehe ich gleich einmal kurz ein, weil wir werden jetzt einmal kurz darauf eingehen, was für Maßnahmen es gibt, weil viele denken von euch, ein Getriebeölwechsel oder die Getriebespülung sind die einzigen richtigen Maßnahmen. In 80% der Fälle ist das komplett die falsche Maßnahme und das erleben halt leider viele Kunden, die einfach eine Getriebespülung gemacht haben und dann überrascht sind, dass das Getriebe danach einfach katastrophal schaltet, schlimmer als vorher. Deswegen gehen wir auch auf das Video so ein bisschen ein. Also, Getriebegehäuse. Wir haben im Getriebe die Mechatronik, die sitzt hier, die ist zerlegt, auf die gehe ich gleich ein. Die Mechatronik, die sorgt dafür, dass die Gänge geschaltet werden. Wir haben hier Ventile, die sieht man hier, wir haben Kolben, hier läuft das Öl und sorgt dafür, dass die Gänge geschaltet werden. Wir haben hier
Das sind die Innereien vom Getriebe. In diesen Innereien haben wir die Kupplungspakete. Die sehen so aus, das ist zum Beispiel eine Kupplung. Davon haben wir Pakete. Ein Paket ist so dick, das heißt, wir haben immer sozusagen ein System, die sind immer Kupplung und eine Scheibe und die sind ungefähr so dick und davon haben wir 5 Stück, also 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Und zum Beispiel jedes Kupplungspaket, sieht man ja auch hier, zum Beispiel hier, Kupplung A, B, C, D, E. Ne? Das heißt, eine Kupplung A kann man sagen, ist ungefähr 4 cm, 3 cm dick, ne? Kupplung B und so weiter und so fort. Und diese Kupplungen, die werden vom Getriebe durch Öldruck zusammengedrückt. Das heißt, wir haben im Getriebe hier vorne eine Ölpumpe. Vor der Ölpumpe haben wir noch einen Wandler. So, und diese Ölpumpe sorgt dafür, dass immer Druck herrscht. Dieser Öldruck sorgt dafür, dass die Lamellenkupplungen zusammengedrückt werden. Und dadurch, dass sie zusammengedrückt werden und haften, fährt das Getriebe nach vorne. Bei diesem Getriebe ist die Besonderheit, damit es schön schaltet, sehr schön weich schaltet, kann man sich das so vorstellen, dass 2 Kupplungen parallel arbeiten. Das heißt, dass der eine Gang und der andere Gang sind parallel eingelegt, damit ihr diesen Schaltvorgang nicht merkt, so wie früher, ne, dass er halt so schaltet. Ne? Und das ist halt auch das Problem mit dem Druckverlust. Das heißt, der Getriebeschaden, der einzige Grund für einen Getriebeschaden, den man hat, ist ein Druckverlust. Ein Druckverlust ist für uns das Schlimmste, was man haben kann, weil durch diesen Druckverlust verschleißen die Kupplungslamellen schneller. Und wir haben sehr viele von diesen Kupplungslamellen hier drin. Die verschleißen schneller, weil das Getriebe möchte einen Druck aufbauen, hat aber noch nicht genug Druck aufgebaut, dass die Lamellen haften, sondern aber ein Druck ist schon aufgebaut. Das heißt, in der Zwischenzeit schleifen die Lamellen, die schleifen, weil es noch nicht genug Druck da ist. Und anhand der Schnellführzeit und der Kupplungsdrücke sieht man, wie lange dauert das, bis der Druck ausreichend ist und wie viel mehr Druck muss er aufbauen. Deswegen, um den Getriebeschaden zu vermeiden, wollen wir oder müssen wir den Druckverlust sozusagen beseitigen. Wo kann der Druckverlust zum Beispiel sein? Der Druckverlust kann zum Beispiel sein zwischen der Mechatronik und Getriebe. Zwischen Mechatronik und Getriebe haben wir Gummidichtungen. Die sehen zum Beispiel so aus. Diese Gummidichtungen werden wie in dem Fall nach fast 10 Jahren verschleißen sie. Das ist sozusagen das schwächste Glied, ne, in der Kette. Das ist das, was am Anfang kaputt geht. Ne. Deswegen zum Beispiel sind die Adaptionswerte erhöht, wissen wir nicht. Wo ist der Druckverlust? Weil wir können nicht hell sehen, wir können nicht röntgen. Der Druckverlust kann zum Beispiel hier sein. Möglich. Der Druckverlust kann aber auch andere Möglichkeiten haben, auf die gehe ich gleich nochmal ein. Aber da das sozusagen das schwächste Glied ist und dann ist das sozusagen das naheliegendste, wenn das Fahrzeug jetzt nicht 10 Jahre alt ist und 200.000 gelaufen hat, sondern zum Beispiel jetzt 80 oder 90 oder 70.000 gelaufen hat und vielleicht 4, 5 Jahre alt ist, dass der Druckverlust ist wahrscheinlich in dem Bereich. Zum Beispiel. Eine weitere Möglichkeit des Druckverlustes ist die Mechatronik selber. Da gibt es mehrere Möglichkeiten des Druckverlustes. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, wir haben eine Zwischenplatte zwischen Mechatronik oder zwischen den beiden Mechatronikhälften. Hier kann man das sehr gut erkennen. Komm mal her. Hier sieht man diese Zwischenplatte und man sieht hier, diese Zwischenplatte, die hat hier Beschädigungen. Das heißt, hier haben wir einen Druckverlust und genau an der Stelle. Der Druck sollte in diesem Bereich bleiben, aber der Druckverlust geht hier rein. Das heißt, der Druck wird nicht gehalten. Und diese Beschichtung ist auch eine Gummibeschichtung. Das heißt, eine weitere Möglichkeit des Druckverlustes ist, dass diese Dichtplatte defekt ist. Die hat einfach einen Schaden. Das Getriebe wurde überhitzt zum Beispiel, hat Anhänger gezogen, hat einen starken Motor, es wird viel Kurzstrecke gefahren, das Öl wird nicht regelmäßig gewechselt. Das heißt, man hat einfach die Temperatur wurde erhöht oder war einfach zu hoch und das geht kaputt. Zweite Möglichkeit des Druckverlustes. Dritte Möglichkeit des Druckverlustes ist einfach, beziehungsweise erhöhte Adaptionswerte, ist, dass die Mechatronik, die wir hier haben, diese ganzen Kanäle, dass die einfach voll mit Lamellenabrieb ist. Und zwar Lamellenabrieb ist eine blöde Sache, weil hier sieht man die Kupplungslamellen, zum Beispiel das sind die Kupplungslamellen. Und diese Beschichtung, die wir hier haben, die ist nicht magnetisch. Das ist blöd. Das ist magnetisch, das ist sozusagen, die sind immer im Paket. Das. Wenn das hier abgerieben wird, wie man hier so sehen kann, das bleibt auf den Magneten der Ölwanne hängen.
perfekt. Aber der Lamellenabrieb, der schwimmt im Getriebe und der kommt hier rein. Das heißt, der sammelt sich hier überall rein, auch zum Beispiel in den Filtern von den Ventilen bleibt er hängen. Und man kann Tag und Nacht spülen, diesen Lamellenabrieb kriegt man aus dieser Mechatronik nicht raus. Die einzige Möglichkeit, wie man ihn rausbekommt, Mechatronik zerlegen, per Hand komplett reinigen, so reinigen, dass diese ganzen Kolben und Gehäuse, dass das alles halt sozusagen gesäubert wird. Das ist die einzige Option, was auch sozusagen dafür sorgt, dass das Getriebe einen höheren Druck aufbauen muss. Ne? Das heißt, die Kupplungsverdrücke werden höher, weil hier haben wir einen höheren Widerstand. Das heißt, dass die einzelnen Ventile, die müssen gegen einen höheren Widerstand anarbeiten. Und das dauert relativ lange, weil wenn wir hier zum Beispiel zwischen Kolben und Gehäuse Lamellenabrieb haben, dann haben wir einen Fremdkörper und gegen den muss man erstmal anarbeiten. Ne? Eine weitere Möglichkeit des Druckverlustes. Eine vierte Möglichkeit des Druckverlustes, auf die werde ich am Ende des Videos so ein bisschen detailliert drauf kommen, ist, dass wir einen Kompressionsverlust haben. Das heißt, die Mechatronik zum Beispiel ist ein Gehäuse. Das Gehäuse ist aus Aluminium. Aber diese Ventile hier zum Beispiel, oder Kolben, wie man die nennt, wahrscheinlich Kolben ist die bessere Bezeichnung, ne? So sehen die halt aus. Das heißt, die sind aus einem Metall. Das ist ein Metall, was deutlich stabiler oder einfach fester ist als Aluminium. Und die Dinger, die bewegen sich 1000-mal in der Minute immer hin und her, immer hin und her. Das heißt, die werden von den Ventilen aktiviert. Wenn wir natürlich ein scheiß Öl haben, was nicht mehr die richtige Schmierwirkung hat, oder wir haben viel Lamellenabrieb, dann haben wir das Problem, wie auch beim Motor, dass wir irgendwann nicht mehr die richtige Kompression haben. Und dann haben wir hier zum Beispiel einen Druckverlust zwischen Gehäuse und dem Kolben. Und dann läuft das Öl sozusagen nicht da, wo es sein soll. Das heißt, wir haben da einen Druckverlust. Diesen Druckverlust kann man prüfen. Das werden wir gemeinsam prüfen. Wir werden auch gemeinsam in diesem Video diese Mechatronik instand setzen. Ja, instand setzen, das heißt, bei einigen Mechatroniken können wir instand setzen. Wenn wir die nicht instand setzen können, dann haben wir einen Super-GAU, weil so eine Mechatronik kostet 2.500 Euro. Ihr habt richtig gehört, 2.500 Euro bei BMW, ohne Einbau, ohne Kodierung, ohne Befüllung, also nicht schön. Wenn man die instand setzen kann, gut für euch. Wenn nicht, dann ist das halt problematisch. Deswegen ist auch eine Getriebereparatur, wenn man die vernünftig macht, sehr teuer. Weil zum Beispiel, wenn das Getriebe kaputt ist, sind manchmal nur die Lamellenkupplungen verschlissen. Das Problem ist, wenn die Lamellenkupplungen verschleißen, haben wir natürlich trotzdem Komponenten, die mit kaputt gehen. Das heißt, kostet zum Beispiel eine Getriebereparatur um die 3.000 bis 3.500 Euro, wenn man sich nur auf sozusagen die Lamellen konzentriert. Aber wenn ihr das zum Beispiel macht und ihr tauscht nur die Lamellen aus, dann wird das Getriebe vielleicht ein Jahr halten, dass die Garantie irgendwie hält. Vielleicht, wenn ihr Glück habt, 1,5 Jahre. Aber ihr müsst den Druckverlust beseitigen. Das heißt, dieser Schaden, den ihr hier habt, hat eine Ursache. Die Ursache ist der Druckverlust. Und in 99% der Fälle ist der Druckverlust metallischer Druckverlust in der Mechatronik. Das heißt, wenn man ein Getriebe vernünftig instand setzt, dann muss man auch die Mechatronik tauschen. Und die kostet viel Geld. Dann muss man auch den Wandler tauschen. Der kostet auch viel Geld. Aber wenn man auch die Mechatronik getauscht hat, auch mal den Wandler getauscht hat und auch diese ganzen Kupplungslamellen getauscht hat, ist das Getriebe trotzdem alt. Hier kann man zum Beispiel sehen, hier seht ihr zum Beispiel ein Lager. Seht ihr? Dieses Lager hat Luft. Und von solchen Lagern gibt es sehr, sehr viele. Und das wird nicht alles getauscht. Das heißt, weil wenn man das alles halt komplett, jedes Teil tauscht, was Luft hat, dann wird diese Reparatur mehr kosten als das Fahrzeug. Deswegen ist unser Ziel, auch mit den Videos, euch einfach zu sensibilisieren, damit man das nicht alles machen muss. Weil wenn man das auch alles macht und sehr viel Geld dafür bezahlt, ist das Ergebnis trotzdem scheiße. Ne? Also es ist halt schade, weil natürlich wäre es schön, ein neues Getriebe sich einbauen zu lassen, bei BMW für 13.000 bis 15.000 Euro. Klasse, ne? Dann habt ihr ein neues Getriebe, ist alles super. Oder man kann auch zum Beispiel, manchmal hat man Glück, man kann beim Getriebehersteller ein Getriebe bestellen. Liegt man vielleicht bei 10 oder bei 8, keine Ahnung, je nachdem, was für ein Getriebe habt. Ne? Dann habt ihr ein neues Getriebe. Aber in den meisten Fällen ist das ein Totalschaden fürs Fahrzeug. Wenn man das Getriebe aber instand setzt, ist das Getriebe nicht, wie soll man sagen, ich will nicht sagen, dass das Geld nicht wert, aber das Getriebe ist dann trotzdem, schaltet nicht ideal. Bei diesem Kunden, was wir hier zum Beispiel haben, der hat schon ein Problem. Das heißt, wenn wir auch zum Beispiel jetzt
den Druckverlust beseitigen, wird er trotzdem Schaltprobleme haben. Und das ist halt schade. Wäre er früher gekommen, dann würde er nicht mit einem sozusagen schlechten Schaltenverhalten leben müssen. So, in seinem Fall ist das Getriebe noch nicht komplett kaputt, sondern er hat einen Druckverlust sozusagen, den hat er, und wahrscheinlich, wenn wir den auch sogar beseitigen, hat der Druckverlust schon sozusagen Verschleiß verursacht im Getriebe selber, dass das Getriebe trotzdem rucken wird. Und das ist, was man halt nicht machen möchte oder nicht haben will, ne? Weil der muss jetzt Geld investieren, damit das nicht komplett kaputt geht, aber muss einfach mit einem schlechten Schaltverhalten irgendwie hin und wieder leben. Ne? Ja, wir fangen jetzt einmal an und prüfen die Mechatronik gemeinsam, dass man sieht, was da Sache ist, werden die auch gemeinsam instand setzen. Wichtig auch für euch, wenn ihr für eine Getriebespülung zum Beispiel entscheidet. Eine Getriebespülung macht nur dann Sinn, wenn ihr keinen Druckverlust habt. Das heißt, wenn die Adaptionswerte, die ihr da habt, von 0 bis 100 sind, das heißt von 0 bis 100 oder von 0 bis minus 100, dann habt ihr keinen Druckverlust und die Schnellfüllzeiten von 0 bis 10 zum Beispiel. Dann ist das Getriebe technisch in Ordnung. Wenn die Werte höher sind, dann macht eine Spülung gar keinen Sinn, dann ist sie komplett sinnlos. Nur in den meisten Fällen guckt sich keiner diese Werte an. Es wird einfach ein Gerät angehängt, was einen externen Druck hat, was halt Gummikomponenten sowieso kaputt macht. Chemie wird verwendet, die die ganzen Gummikomponenten sozusagen angreift, und dann wundern sich die Menschen, dass das Getriebe nach der Spülung schlecht schaltet. Natürlich schaltet das schlecht. Deswegen muss man einfach vorher sich die Werte angucken und gucken, was ist bei mir los, ne, und dann die richtige Maßnahme treffen. Es kann auch zum Beispiel passieren, dass wir einen metallischen Druckverlust haben. Das heißt, in der Mechatronik selber haben wir solche Kolben, die bewegen sich permanent und die werden durch diese Ventile hier aktiviert. Und wenn wir zum Beispiel schmutziges Öl haben mit sehr viel Lamellenabrieb oder qualitativ minderwertiges Öl, was halt sehr lange im Getriebe ist, dann können wir das Problem haben, dass diese Kolben verschleißen. Hier kann man das relativ gut sehen. Hier sieht man, die sind verschlissen. Das heißt, hier sieht man, wir haben Riefen. So, und dann haben wir nicht mehr die richtige Kompression und dann haben wir den Druckverlust zwischen dem Kolben und der Mechatronik. Das kann ich euch einmal ganz kurz zeigen. In dem Video werden wir auch so eine Mechatronik instand setzen. Das heißt, wir werden eine Reparatur machen. Aber hier sieht man zum Beispiel den Verschleiß. Das heißt, den Verschleiß so einer Mechatronik. Das heißt, wir sollten normalerweise Werte haben von ungefähr 18. Ihr werdet zum Beispiel sehen, der Bereich hier, der rote, der hat einen Wert von ungefähr 10. So, ihr seht, wir haben knapp 10. So. Ein vernünftiger Bereich sieht zum Beispiel so aus. Ihr seht, wir haben hier knapp 30. Hier haben wir zum Beispiel keinen Druckverlust. Und wenn jetzt zum Beispiel dieser metallische Druckverlust existiert, dann muss man den beheben. Dann bringt das nicht zu spülen, dann bringt das nicht, die Dichtungen zu tauschen oder die Dichtplatte. Dann muss man die Mechatronik entweder austauschen oder halt instand setzen. Das werden wir in dem Video halt auch machen. Des Weiteren haben wir auch hier zum Beispiel Ventile. Diese Ventile, die haben auch Filter. Und diese Filter, so wie hier, die verschmutzen und dann kann dadurch ein Problem entstehen, dass die Lamellenkupplungen ebenfalls nicht richtig zusammengedrückt werden, weil die Dinger zum Beispiel verstopft sind. Das Problem ist, dass die Getriebehersteller natürlich auch ins Getriebe oder auch in die Mechatronik Sollbruchstellen einbauen. Das heißt, bestimmte Komponenten, die früher oder später kaputt gehen müssen. Es gibt mittlerweile verschiedene Hersteller, die Komponenten anbieten, um das Getriebe oder die Mechatronik zu verstärken. Hier sieht man zum Beispiel originale Teile. Das ist zum Beispiel ein Kolben. So sieht er neu aus und so sieht er aus, wenn er zum Beispiel nach einer bestimmten Laufleistung. Es gibt die Möglichkeit, so einen Kolben einzubauen mit einer Metallfeder, damit sowas nicht mehr passiert. Denn das sorgt zum Beispiel für Schallstöße. Genauso gibt es auch hier Komponenten. Zum Beispiel hier kann man die sehen. Ihr seht, links ist das Originale und rechts ist das Zubehörsystem, was verstärkt ist. Und hier bei dem Originalen sieht man, wir haben schon Verschleiß und dadurch haben wir nicht mehr die Dichtigkeit, die wir haben sollen. Hier werden wir das Problem nicht haben. Und für solche Komponenten gibt es halt sehr, sehr viele. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, nicht nur das Getriebe zu warten, instand zu setzen, sondern wir können das auch verstärken, damit das möglichst lange hält. Wir haben hier eine defekte Mechatronik, die wird zu einem Getriebeschaden führen, denn wir haben hier einen Druckverlust. Der Druckverlust ist hier vorne zwischen Gehäuse und dem Kolben. Wir sollten Werte von mindestens 18 haben. In der Regel haben wir Werte von 25 bis 30. In dem Fall haben wir Werte knapp bei 10. Wir werden das jetzt einmal kurz prüfen. Ich zeige euch einmal, wie das jetzt vorher war. Knapp bei 10.
dieser Bereich hier. Wir werden eine Bohrung durchführen, das heißt, wir werden die hier instand setzen, wir werden es aufbohren und dann wird ein anderer Reparaturkolben eingesetzt, dann werden wir das gemeinsam nochmal prüfen. Wir können die Mechatronik hier vor Ort instand setzen. Wir bohren jetzt durch, ihr seht, hier haben wir den Bohrer und bis das komplett bis zum Ende ist, das heißt, das wird jetzt aufgeweitet, die Späne, man sieht, die fallen unten runter und dann wird ein Reparaturkolben eingebaut, der halt weiter ist. Und dann haben wir Werte wie bei einer nagelneuen Mechatronik. So, wir haben die Bohrung jetzt fertig. Wir bauen das einmal ab. Ihr werdet sehen, wir haben da die ganzen Späne. Danach wird die Mechatronikhälfte gereinigt. Hier ist der Bohrer mit den Spänen. Hier sind die Späne, kann man relativ gut sehen. Und auch hier der aufgeweitete Bereich. Hier kann man da so ein bisschen sehen. Wir werden ihn gleich einmal reinigen und dann seht ihr, was die jetzt für Werte da vorhanden sind. Die Mechatronik ist durchgebohrt. Wir werden jetzt den Reparaturkolben einbauen. Man sieht, das ist der alte mit der Feder. Hier sieht man auch die Beschädigung bei dem Teil hier. Wahrscheinlich kann man das per Video auch sehen, dass es heller ist. Das ist das Neue. Es ist mit einem Gummidämpfer. Das heißt, es ist noch etwas besser abgesichert. Und das ist der neue Kolben. Der sieht genauso aus, nur der hat im Endeffekt, der ist eigentlich deutlich dicker. Den werden wir jetzt einmal kurz einbauen. So. Es kommt der neue Dämpfer rein. Da muss man immer aufpassen, weil wenn man den falsch einbaut oder zu weit reinschiebt, dann kriegt man den auch nicht mehr wieder raus, weil der ist sehr, sehr dicht. Deswegen, wenn wir den jetzt zack einmal reinstecken. So, und jetzt können wir gemeinsam mal die neuen Werte prüfen. Das war der defekte Bereich. Ihr seht, wir hatten knapp 10, jetzt haben wir über 22. Dadurch ist die Mechatronik instand gesetzt. Denn so ein Druckverlust, den wir hier haben oder in anderen Komponenten, der wird zu einem Getriebeschaden führen, denn die Lamellen schleifen aneinander. Als nächstes prüfen wir bei dem Fahrzeug zum Beispiel die Batterie. Es ist oft so, wenn die Batterie nicht vernünftig behandelt wurde, geht oft kaputt. Und so eine Batterie zum Beispiel bei so einem Fahrzeug liegt man preislich bei 500 €, wenn man eine Originale verwendet. Und ich würde immer empfehlen, eine Originale zu verwenden, weil die Zubehörbatterien haben das Problem, dass sie nicht die gleichen Werte haben wie die originale Batterie und das Fahrzeug fängt an zu spinnen. Das heißt, das Geld, was man für eine Zubehörbatterie investiert, 200, 300 €, bringt nichts. Das heißt, das Fahrzeug funktioniert eh nicht richtig und man landet eh dabei, eine Originale zu kaufen. Man sieht hier zum Beispiel, das ist noch die allererste Batterie, die verbaut ist, eine 105 Ampere Batterie. Und es ist halt noch nie gewechselt. Und wir gucken uns zum Beispiel wie ist die Ladehistorie der Batterie, das heißt, in welchem Zustand ist sie. Und man sieht zum Beispiel, die Batterie, die wird maximal ungefähr bis zu 65, 70 sozusagen Prozent geladen. Das heißt, die Batterie hat natürlich an ihrer Kapazität verloren. Wir haben jetzt fast Sommer und mit den Temperaturen ist die Batterie jetzt schon etwas überfordert. Als nächstes gucken wir uns mal eine ganz wichtige Sache an, und zwar die Ruhestromüberwachung. Es ist oft so, wenn man ein Fahrzeug zum Beispiel kauft, sind sehr viele Steuergeräte verbaut. Und diese Steuergeräte haben natürlich auch die Möglichkeit, kaputt zu gehen. Und wenn jetzt ein Steuergerät, sagen wir, das Auto hat 20 Steuergeräte, wenn eins der Steuergeräte halt nicht richtig einschläft, nicht zur Ruhe kommt, dann sorgt es dafür, dass das Fahrzeug permanent wach bleibt. Und dann gibt es Probleme mit der Batterie. So eine Sache zu finden, ist, man sucht eine Nadel im Heuhaufen. Und das kann halt sehr, sehr teuer werden. Und wenn man so ein Fahrzeug zum Beispiel gerade erst gekauft hat, als Gebrauchtwagen, oder man hat selber so ein Fahrzeug oder man hat vor, es zu kaufen, dann sollte man sowas prüfen. Und man kann hier zum Beispiel sehen, ob das Fahrzeug vernünftig einschläft. So, und man sieht hier zum Beispiel, dass das Fahrzeug kein Problem hat mit dem Ruhestrom. Das heißt, der Ruhestrom war immer unter 80 Milliampere. Das heißt, kein einziges Mal hatte das Fahrzeug das Problem, dass er nicht einschlafen konnte oder mehr Strom verbraucht hat als halt notwendig. Und das sind halt so Sachen, die sollte man vorher prüfen, denn ansonsten kann es halt sehr, sehr teuer werden. Wenn ihr an sowas Interesse habt, meldet euch am besten telefonisch bei E-Mail und dann können wir euch da behilflich sein und halt da euer Fahrzeug entsprechend prüfen, wenn ihr natürlich nicht